euch beeinflusst in eurer Arbeit? Wir hatten ich hatte eigentlich vor, wir hatten eine Theaterpremiere geplant für Ende März, für den 27. Die konnten wir dann aber nicht stattfinden lassen, weil zu dem Zeitpunkt es schon verboten war, Publikum da zu haben und auch es verboten war, sich in größeren Gruppen zusammenzufinden. Ja, ich habe Artikel geschrieben, ich habe mich um meine kleine Tochter gekümmert und alles, was da mit der Zeit zusammenhängt. Und das waren meine wesentlichen Projekte. Ich hatte gerade nicht vor, das Ende der neoliberalen Epoche auf diese Art und Weise zu erleben. Ich hatte gerade übrigens auch angefangen, Thomas Manns Zauberberg zu lesen, um damit vielleicht mal was anzufangen, vielleicht was dazu zu schreiben und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich, oder? Wie seht ihr denn die Maßnahmen, die jetzt durch die Corona-Krise verordnet worden sind, die verhältnismäßig, oder wie schätzt ihr die ein, die Verordnung, die Maßnahmen? Also ich halte die Maßnahmen, die getroffen wurden, waren als erstes also ein Ende des wissenschaftlichen Diskurses darüber, welche Maßnahmen jetzt angebracht sind und welche nicht. Und nach den eigenen Recherchen, denen ich jetzt, also wie wahrscheinlich alle, denen ich jetzt gerade eben nachgegangen bin, halte ich die auch wie einige Rechtsexperten für nicht angemessen und halte das für ich halte das gerade eben für einen gigantischen Einschnitt in die Grundrechte und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die sonst immer heraufbeschworen wurde. Das kann ich nur bestätigen. Das ist eine massive Faschisierung, Aussetzung sämtlicher liberaler Errungenschaften. Das war nicht gemeint, als wir beispielsweise auch als Buchherausgeberin schrieben, sag alles ab. Trotzdem bin ich bester Hoffnung, dass dieser Ausnahmezustand, dieses Notstandsregime unter dem derzeitigen Ermächtigungsgesetz dann in fairere, bessere, sozialere, freundlichere, entspanntere Verhältnisse führt, umweltfreundlichere. Diese Chance kann aber nur genutzt werden, wenn wir uns jetzt organisieren. Und das bedeutet dann auch, diese Regierung abzusetzen, Wahlen zu fordern, eine verfassungsgebende Versammlung zu fordern, und zwar für eine Verfassung der Ökonomie. Denn was meines Erachtens derzeit stattfindet, ist, dass eine moralische Panik, ein Ausnahmezustand, in dem sich im Wesentlichen die Eliten der Nordhalbkugel befinden, zu benutzen, zu usurpieren, zu missbrauchen, für eine Rekalibrierung des kapitalistischen Herrschaftssystems, also der Wirtschaft, über die Menschen vereinfacht gesagt. Und dafür brauchen die offensichtlich Zeit und bröckelnde, also sozusagen, dass der Finanzmarktkapitalismus vorher schon im Arsch war eigentlich allen bekannt. Das war seit 13 Jahren bekannt, seit dem Jahr 2017, wo die sogenannte Finanzkrise begann. Deshalb haben wir ja in der Vergangenheit auch so Sachen gemacht, wie das Kapitalismustribunal zu veranstalten, um genau so etwas vorzubereiten, dass dieser Moment kommen würde. Der ist jetzt da und er wird mit einer massiven Betrugskampagne unterlegt, die weltweit wirksam ist. Unvorstellbar, aber jetzt sehen wir, wozu die in der Lage sind. Und mit die ist nicht eine kleine Gruppe gemeint, sondern die ist die herrschende Klasse als solche, also Leute, die Wirtschaftsführer sind, die große Eigentümer haben, national wie global, und zwar gleichermaßen, das unterscheidet sich nicht groß, bestimmte politische Interessengruppen und auch derzeit eine freie Presse, die quasi gleichgeschaltet wurde und wo die Leute eben in dem typischen Stress, den ich auch kenne, ich war auch mal festangestellter Redakteur, nicht bewältigen können. Die Leute sind psychisch nicht in der Lage, dort die Kolleginnen, Redakteurinnen und Redakteure sind nicht in der Lage, diesem psychischen Druck, der gerade über sie hineinbricht, gerecht zu werden. Und deswegen schreiben die so einseitig und beteiligen sich an der Verleumdung von kritischen Wissenschaftlerinnen und überhaupt jeder Opposition. Die Opposition ist ausgeschaltet. Also wer jetzt an 1933 denkt, ist zumindest strukturell
auf der richtigen Fährte. Also ist der Virus nicht gefährlich. Die Aufklärung über den Virus, also da findet ihr, das Robert-Koch-Institut leistet da einen guten Job, oder seht ihr tatsächlich nur eine wirtschaftliche Agenda dahinter? Also aus allen Zahlen, die man jetzt gerade eben frei zugänglich bekommen hat, ist es, und das sagen auch alle, ist es eben nicht das Killer-Virus, das Zombie-Virus, das jetzt umgeht und das Scharen und also nicht Millionen und Milliarden Menschen dahin rafft, sondern das handelt sich, so wie das jetzt gerade eben, wie es sich gerade eben abzeichnet, um eine Krankheit in der Größenordnung einer Grippe, vielleicht auch ein bisschen drüber. Also da muss man jetzt, aber gleichzeitig steht es überhaupt nicht in einem Verhältnis zu dem sonst üblichen Umgang mit einer Krankheit von dieser Schwere. Die allgemeinen Todeszahlen steigen nicht. Und was man daran erkennen kann, ist, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht vornehmlich um Maßnahmen handelt, die zum Ziel haben, jetzt eine wirklich sehr schwere Krankheit irgendwie in den Griff zu kriegen, sondern ein Klima zu schaffen, in der tatsächlich jetzt eine andere Wirtschafts- und Herrschaftsweise eingeführt wird. Da zeigen sich schon erste Zeichen, und das muss auch also einige Anzeichen, die man jetzt gerade eben sieht, deuten auch darauf hin, dass das, was jetzt eingeführt wird, auch nicht unbedingt schlecht ist. Also der Nahverkehr, der jetzt kostenlos geworden ist in Berlin, die Senkung der Schwellen, um an Hartz IV ranzukommen, das ist gesunken. Wahrscheinlich wird in den kommenden Tagen, also in den kommenden Wochen, ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden. Man sieht jetzt gerade eben massive Geldzahlungen an kleine Unternehmen und an Leute, die jetzt einfach gerade eben Kohle brauchen. Und was sich auch abzeichnet, ist eine Vergesellschaftung oder Rekommunalisierung von Betrieben, also quasi die Rücknahme der Privatisierung, die in der neoliberalen Epoche stattgefunden hat. Das alles sind auch tolle Sachen, die jetzt da gerade eben stattfinden, und was gut darauf hinführen kann, dass das Ganze jetzt fairer, gerechter, entspannter ablaufen wird in der Zukunft. Aber weil das Ganze eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter extremen Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten und der Grundrechte stattfindet, ist das, was jetzt gerade eben wirklich notwendig ist, jetzt, wo der Staat, also wo Nationalsozialismus ausgerufen wird, dass da eine kritische Öffentlichkeit da sein muss und dafür sorgen muss, dass das Ganze demokratisch fair abläuft und nicht hinter erreichte Standards der Öffentlichkeit zurückfällt. Ja, da kommen wir ja auch noch dazu, aber ich wollte jetzt erstmal noch fragen, glaubt ihr denn, dass die Presse ihren Job richtig macht? Also ich meine, zwar gibt es Zahlen, dass die Zahlen der Toten nicht mehr sind als bei der Grippe, aber trotzdem erhalten wir aus der Tagesschau Bilder, wo sie jetzt Turnhallen in Leichenhallen umwandeln. Sind das denn Fake News oder bekommen Journalisten das zugespielt, sie müssen das jetzt zeigen? Wie schätzt ihr das ein? Wie läuft das ab? Ja, dazu kann ich mich vielleicht äußern. Also was ich jetzt von Kolleginnen aus Redaktionen und auch Anrufen, die wir jetzt schon bei der Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand erhalten haben, also zum Beispiel gerade vorhin ein Anruf von NTV, wird das massiv angezweifelt. Der mich anrufende Journalist, Kollege darf ich ihn ja nennen, hat aber zum Beispiel, hat gesagt, dass er zweifelt, dass er unsere Initiative sehr gut findet, und dass es eben so ist, dass zum Beispiel auch ein Mailing rumgegangen ist von der Familie Bertelsmann, in der die also quasi in einem Videoaufruf über die Schrecklichkeit dieses Virus sinnieren und eben die Maßnahmen der Regierung gutheißen. Das heißt, das Ganze ist nicht nur eine psychische Überwältigung und nicht nur der übliche Stress,
der in so einem Bürojob vorkommt und sozusagen diese üblichen Emergenzphänomene, mit denen man in so einem redaktionellen Betrieb einfach zu tun hat, dass sozusagen so eine Schere im Kopf auch bei bestimmten Themen einfach da ist und ja auch über Jahrzehnte so antrainiert wurde, sondern auch tatsächliche Eingriffe aus Milliardärsfamilien. Das bestätigen auch andere Leute, die sagen, dieses Bill Gates Video kommt mir komisch vor und so weiter. Es ist also, verdichten sich die Indizien dafür bis hin zum Beweischarakter, dass das Ganze im Interesse des Großkapitals, der Großgrundbesitzer, der Multis und Giganten so durchgeführt wird. Und das geht also einfach nicht. Ach, da kann man ja alle möglichen nennen. Und das ist ja sozusagen jetzt auch nicht bewiesen, dass ich mir jetzt nicht glaube, die sich verabredet haben dazu. Aber sozusagen solche Effekte laufen ja auch ganz schnell. Da tritt einmal eine moralische Panik auf. Da ist dieses Virus da, drehen ein paar Leute am Rad. Und dann ist klar, der Kapitalismus bröckelt ja schon seit 13 Jahren und läuft eigentlich auf einer Gelddruckmaschine. Das Ganze ist seit 13 Jahren auf Sand gebaut, verletzt auch eigene Regelmäßigkeiten. Das war denen klar, dass dieser Moment kommen würde, auf den konnten die sich auch vorbereiten. Wir konnten es ja auch und zeichnen uns ja jetzt nicht selber als Genies. Es war klar, dass dieser Punkt irgendwie kommen würde. Und das war denen noch mehr klar als uns. Die haben ganze Etagen, die Risikoabschätzung und so weiter machen und Weiterentwicklung und so. Und wenn einmal klar ist, dass der Moment jetzt da ist und dass das Vehikel irgendwie eine Massenpanik ist, mit der man die Leute schön unter Kontrolle halten kann, verhindern kann, dass sie sich versammeln oder es versuchen kann, verhindern, sie mit eigenen Ängsten auseinanderzusetzen, mit ihrer eigenen Körperlichkeit, mit ihrer verletzlichen Gesundheit und diesen ganzen Malesen, die sozusagen auf der Nordhalbkugel sowieso schon geradezu, zuweilen psychopathologischem Umfang so stattfinden, dann ist das natürlich ein wunderbares Umfeld, um sich zu rekalibrieren. Und leider ist es eben so, dass, zeigt die Erfahrung in den letzten 250, 300 Jahre mit dem Kapitalismus, wenn der sich neu justiert und neu einstellt, dann macht er das nur, um dann umso härter zu feuern. Das heißt, ich stimme zwar Herrn Sodenkamp zu, was sozusagen das angeht, das Deficit Spending angeht, also dass jetzt ordentlich Geld ausgeballert wird, um damit den ÖPNV zu finanzieren, um kleine Unternehmerinnen und so weiter damit über Wasser zu halten, um jetzt ordentlich auch sozial explodierte Hartz-IV-Empfängerinnen und so weiter einfach über Wasser zu halten. Das ist total wichtig. Das wird aber übrigens auch Folgeerscheinungen zeitigen. Man kann ja nicht einfach sozusagen endlos Geld drucken und den Leuten das mit dem Helikopter abwerfen und dann werdet halt glücklich und kauft halt, was zu kaufen gibt, sondern irgendwann, wenn so eine Maschine mal stottert, dann wird es irgendwann auch nicht mehr damit getan sein, dass man im Supermarkt mal kein Toilettenpapier bekommt, sondern das sind dermaßen umfassende und massive Zerfallserscheinungen, dass dann auch irgendwann mit dem Geld nicht mehr viel anzufangen sein wird. Ich will jetzt keine Inflationspanik schüren, aber das passiert einfach früher oder später. Dann werden die Preise fixiert werden und deswegen sagen wir ja auch nicht ohne uns. Es wird ein neues Wirtschaftssystem eingeführt werden mit einer neuen Gesetzgebung. Und das machen bitte schön wir, und zwar basisdemokratisch. Da haben irgendwelche Bertelsmann-Familien nicht mehr dran zu husten als wir oder Menschen in Afrika oder sonst wo. Das müssen wir sozusagen regional und national organisieren, aber insgesamt ist es unsere Aufgabe, jetzt, wo dieses Wirtschaftssystem massiv vor die Wand gefahren wurde, das wurde es eigentlich schon vor 13 Jahren, aber jetzt ist es da. Jetzt ist quasi das schon gesunkene Schiff mit einem großen Rülpsen einmal so an die Wasseroberfläche gekommen. Jetzt sehen wir es in seiner ganzen hässlichen Pracht. Und das rülpst noch einmal so uns so an und zeigt sich in seiner ganzen Hässlichkeit mit Ausgangssperren. Und unsere Verfassung wurde quasi ausgeixt im Handstreich durch ein Ermächtigungsgesetz. Ja, was lehrt uns die Corona-Krise über die Demokratie? Gibt es da noch eine? Wenn ihr mit 1933 argumentiert.
Also im Moment gibt es keine mehr, wenn ich darauf antworten darf. Es gibt keine mehr. Das Parlament wurde quasi ausgehebelt. Opposition gab es ohnehin nicht in diesem Parlament. Das ist eine schwere, ich habe mich ja eigentlich bislang als links bezeichnet. Ich bin extrem enttäuscht von diesen Leuten in der Linkspartei, bei den Grünen und in der SPD mussten wir schon länger schweigen. Das waren sozusagen, da dachte ich immer noch, naja, irgendwie gehören wir ja wohl zusammen. Ich bin absolut fertig mit diesen Leuten. Die werden mich nie wieder vertreten. Nie wieder. Also Leute, die freiwillig jedwede Opposition aufgeben, die haben in dem Parlament, die haben in der Repräsentation nichts verloren. Und die werden die werden jetzt einfach auf Hartz IV gesetzt, genauso wie viele andere Kapitalisten und Leute, die jetzt dieses Notstandsregime befeuern, die das schüren, die hier immer noch behaupten, sie wären Vertreter der freien Presse, eigentlich müssen die mit etwas Abstand, dann auch unsererseits, damit wir unsererseits dann auch Panik verhindern, die müssen vor Gericht gestellt werden. Und zwar nicht, um sie bitterböse zu bestrafen, sondern um sie zu fragen, was sie in dieser Situation, zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Märzerlebnis, das sie jetzt ja offenbar gerade haben im Jahr 2020, wo waren sie, was haben sie gesagt, warum, wie kommen sie eigentlich dazu, sich so zu verhalten und wie wollen die das eigentlich mit einem demokratischen Selbstverständnis, das sie uns jahrzehntelang vorgebetet haben, um uns in der Gegend rumzuschubsen, eigentlich vereinbaren. Dafür gibt es keine Entschuldigung ohne weitere Erklärung. Vielleicht will sich ja jemand entschuldigen und dann sollte diese Entschuldigung auch angenommen werden. Aber gut, ich gehe schon in die Zukunft. Jetzt gegenwärtig müssen wir einfach erstmal dafür sorgen, dass Wahlen stattfinden, dass öffentliche Diskussionen ausgerufen werden, dass vor diesen Wahlen eine ernsthafte Diskussion stattfindet, und zwar der verschiedenen Wissenschaftlerinnen und der verschiedenen wissenschaftlichen Positionen. Es gibt derer mindestens 2. Wahrscheinlich wird sich erweisen, dass es 20 verschiedene Positionen zu dem Thema gibt. Die müssen alle gehört werden. Die Unschuldsvermutung gilt, und zwar auch im erweiterten Sinne. Die Pressefreiheit gilt, die Freiheit der Forschung und der Lehre, die Veröffentlichungsfreiheit, also all das, was in den unabschaffbaren ersten 20 Artikeln unserer Verfassung drinsteht, und zwar im Wortlaut. Die Regierung ist nicht mehr legitimiert und die verhält sich nicht nach dem Grundgesetz, sondern sie bricht es. Diese Regierung muss abgesetzt und vor Gericht gestellt werden. Und das machen wir aber später. Jetzt müssen wir erstmal diskutieren, was hier eigentlich abläuft. Und dafür müssen meine Kollegen in der Redaktion und so weiter ganze Seiten, Blankoseiten freigeben und die Wissenschaftlerinnen zur Verfügung stellen, dass sie ihre Sicht der Dinge dort aufschreiben können. Und im Fernsehen müssen ganze Sendestunden freigegeben werden für Expertinnen der kritischen Intelligenz, der kritischen Wissenschaft. Und da gibt es weltweit welche. Ich weiß, wenn ich jetzt schon so einen Rand schiebe, noch kurz darauf hin, dass nicht ohne Zufall der frühere griechische Finanzminister Yannis Varoufakis am, ich glaube, 14. März 2020 Euroleaks freigegeben hat. Also seine Aufzeichnungen mit dem Handy in der Tasche der Gespräche mit der Eurogruppe, also Jérôme Dijsselbloem, Christine Lagarde und Wolfgang Schäuble. Die hat er heimlich aufgenommen und das ergibt absolut Sinn. Er nimmt gar nicht Bezug auf den Coronavirus in seinem Statement. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese 7 Minuten mal anzugucken. Er spricht nicht vom Coronavirus, aber es bezieht sich auf den Coronavirus. Sag mal nochmal seinen Namen. Yannis Varoufakis. War übrigens auch Buchautor, also Beiträger in unserem Buch Sag alles ab, und wir hatten auch was von ihm im Buch Kapitalismus drin. Ihr habt ja einen Verein jetzt gegründet. Kann man da Mitglied werden? Wie heißt der und was wollt ihr mit dem bezwecken? Der Verein heißt Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand. Man kann da Mitglied werden, einfach uns ansprechen. Der Zweck des Vereins ist es jetzt erst einmal, das Ganze auf einen legalen Rahmen zu stellen, wo es auch gewissen Haftungsausschuss gibt, für uns persönlich. Und man kann uns einfach anschreiben, uns treffen und dann da Mitglied werden, wenn man das für eine sinnvolle Angelegenheit hält. Genau, und so haben wir auch alle Leute, die sich jetzt gefreut haben,
und sagen, ich mache mit, auch aufgenommen, ohne sie jetzt weiter zu prüfen. Allerdings behalten wir uns dann eine Prüfung vor. Wir können das jetzt auf die Schnelle nicht machen. Außerdem ist die alte Welt gerade untergegangen. Also wer in den letzten paar Jahren jetzt irgendwie verfemt wurde, ist jetzt hiermit rehabilitiert. Das Ganze ist ja eh ein Neustart. Wer sich ernsthaft auf die ersten 20 Artikel, zumindest dem Wertekosmos nach, bezieht. Sie hätte ja auch nicht gedacht, dass ich jetzt mal das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verteidigen muss. Aber gegen Schlechteres muss man das jetzt gerade machen. Wer damit klarkommt, ist bei uns willkommen. Genau. Und wir wollen uns natürlich auch so weit sind wir noch nicht ganz, aber das kommt hoffentlich in den kommenden Tagen mit Menschen in Frankreich, England, eine Engländerin haben wir schon dabei, glücklicherweise, Polen und so weiter jetzt ja auch irgendwie da mal verständigen. Mhm. Und wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Wie stellt ihr euch Demokratie in Zukunft vor? Wie Modernisierung der Demokratie? Habt ihr da Vorschläge, Gedanken? Oder wie soll sich das Parlament jetzt verhalten, wenn wir jetzt erstmal in der Gegenwart bleiben? Also wir haben in unseren westlichen Gesellschaften haben wir tatsächlich einige sehr große Errungenschaften geschafft. Also die Abschaffung der Tyrannen, eine große Freiheit des Einzelnen. Das hat aber in der Regel aufgehört, also Demokratie und die Freiheit des Einzelnen hat aufgehört, in dem Fall, wenn es an die Ökonomie ging, also an die Frage, wie wir Sachen produzieren, wie wir Eigentum, also wem gehört was, wie wir das organisieren, wie weit kann das reichen. Das ist jeder demokratischen Kontrolle bis jetzt in irgendeiner Form entzogen und deswegen, also in Maßen, es kann im Grundgesetz steht auch, es darf vergesellschaftet werden, wenn es gegen eine angemessene Entschädigung, aber es wird im großen und weiten Teilen, ist die Wirtschaft in der Welt, in der wir gerade eben gelebt haben, noch irgendwie leben, so gewesen, dass wir eigentlich keine demokratische Verfügung darüber haben, wie mehr Menschen wirtschaften wollen. Deswegen bin ich fest der Meinung, dass jetzt, wenn eine andere Wirtschaftsform eingeführt wird, dass das, also die erreichten Errungenschaften, die wir bis jetzt geschaffen haben, das sind eben die bürgerlichen Freiheiten, dass die nicht abgeschafft werden dürfen und dass es dahin, wenn man sich darüber entscheidet, ja, wie wollen wir denn wirtschaften, dass es darüber eine öffentliche, faire, transparente Aushandlung gibt. Als ein Beispiel, wie man so etwas machen kann, sei nochmal das bereits erwähnte Kapitalismustribunal erwähnt, wo wir sowas im Modellversuch schon vorgestellt haben. Ich bin für Vorschläge offen. Es gibt vielleicht noch andere Modi Vivendi, die es dann zu prüfen gibt. Aber es muss jetzt einfach eine basisdemokratische Aushandlung darüber geben, wie wir Menschen Eigentum und Wirtschaften organisieren wollen. Und es kann nicht sein, dass das Ganze jetzt einfach von Großeigentümern uns jetzt diktiert wird, wie wir jetzt in Zukunft weiterleben wollen, genau in dem Moment, wo deren Ordnung, also das, was sie bis in den letzten Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten propagiert haben, einfach massiv gegen die Wand gefahren ist und was einfach damit einhergegangen ist, dass die Lebensbedingungen immer weiter gefallen sind, also die Lebenserwartung gefallen ist und so weiter, dass also diese Form von demokratischer Aushandlung darüber, wie wir wirtschaften wollen, die muss es jetzt gerade eben geben. Da bin ich auch nicht der jetzt sagt so und so und so, sondern das muss es in einer Aushandlung zwischen unterschiedlichen Vorstellungen muss das geben und das muss darüber abgestimmt werden. Ja, dem schließe ich mich an. Es muss eine vollständig transparente Aushandlung geben, öffentlich übertragen in den wichtigsten Fernsehsendern gleichzeitig oder zumindest in einem ganz großen. Es muss Möglichkeiten geben, dort Vorschläge zu machen. Es muss abgestimmt werden. Letztlich brauchen wir eine verfassungsgebende Versammlung, die nicht nur unser politisches System betrifft. Das ist soweit in Ordnung. Also damit kann ich irgendwie leben, wie das so organisiert ist. Es gibt auch noch andere Ideen, Rätedemokratie und so weiter, wäre mir eigentlich irgendwie so historisch viel näher. Aber auf jeden Fall muss die Ökonomie, die Wirtschaft, das, was unser tägliches Leben tatsächlich prägt, was wir für Klamotten anhaben, wie wir arbeiten müssen, wie unser Tagesablauf aussieht, wie wir rumgeschubst werden oder nicht, was wir zu essen kriegen und so weiter.
das muss einer allgemeinen Aushandlung mit öffentlicher Diskussion unterzogen werden und dann gibt es eine Verfassung der Ökonomie. Und die muss basisdemokratisch ausgerichtet werden an den Lohnabhängigen, also an allen Leuten, die von ihren monatlichen Umsätzen irgendwie überleben müssen. Das betrifft dann also auch kleine Unternehmer, auch viele mittlere Unternehmer. Für die müssen das steuern, nicht die kapitalistische Führungskaste, die uns in die Scheiße geritten hat bis zum Get-No und jetzt auch noch wagt, den Planeten in einen Ausnahmezustand zu versetzen und die Leute zu Hause einzusperren und die Alten zu isolieren und denen quasi die Schuld zu geben an dem ganzen Desaster. Aber für Rancune ist es zu früh. Es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie sich zu rächen oder so, sondern gebt einfach auf und ja. Was sind denn jetzt erstmal die Forderungen, die ihr jetzt also im nächsten Schritt habt, bevor man die neue Ökonomie einrichtet? Also die erste Forderung ist es, das anzuerkennen, dass das gerade eben sowieso stattfindet, eine grundlegende Aushandlung darüber, also ein Neusetteln, wie wir arbeiten, wie wir produzieren und in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Das findet sowieso statt, aber gerade eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nicht transparent und nicht demokratisch. Das ist das allererste. Und dann ist eigentlich die Forderung, also das jetzt nicht hinzunehmen, sondern dahin zu, also erstens muss umgehend eine ernsthafte Diskussion darüber stattfinden, ob diese Maßnahmen in Corona angemessen sind. Dann gehe ich davon aus, ich gehe davon aus, sie sind nicht angemessen. Dann muss der Ausnahmezustand aufgehoben werden, dass das Regime, das gerade eben da eingesetzt wurde, also das Regime für man bleibt zu Hause, Einschränkungen der Grundrechte muss zurückgenommen werden. Eine Ausarbeitung darüber, wer ist verantwortlich und also wer hat das gemacht, das muss herausgefunden werden. Und dann, das kann auch alles parallel laufen. Und dann muss dazu gleichzeitig aber noch das Wichtigste, das Relevanteste eben dann stattfinden, dass es jetzt zu einer demokratischen Aushandlung dazu kommt, wie wir in Zukunft leben wollen. Und es ist nicht möglich, dass jetzt nochmal neue Chicago Boys erfunden werden, die uns als Experimentierfeld einfach so versuchen und das einsetzen. Das wurde auch damals in Ausnahmesituationen gemacht, sondern das muss einfach offen, transparent ausgehandelt werden, okay, so und so wollen wir das machen, das führt dann das hat dann da negative Einwirkungen, okay, ja, aber also sowas muss jetzt einfach dann stattfinden. Mhm. Und was sagt ihr den Leuten, die sich jetzt nicht trauen, auf die Straße zu gehen, die daran glauben, dass sie, sobald sie vor die Tür treten, sich infizieren? Oder die halt so einen psychologischen Druck jetzt gerade spüren? Den würde ich die erste Maxime der Aufklärung entgegenschmettern, und zwar: habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und allen anderen, die vielleicht auch kein Internet haben, um mal selber Statistiken zu vergleichen und sich irgendwie noch in dieser oktroyierten Angst befinden, die müssen vielleicht einfach mal ihre Kinder oder so anrufen, die Zugang zum Internet haben und die dazu auffordern, dass sie da bitte mal rumklicken sollen und mal wirklich die absoluten Mortalitäts- und Letalitätsraten vergleichen sollen, ob wir es tatsächlich mit so einem Zombie-Virus zu tun haben. Denn wenn es das wäre, müssten ja jetzt die absoluten Todeszahlen steigen. Ich fordere auf keinen Fall jetzt irgendwie mehr Tote, bitte nicht. Ich fürchte übrigens, kleiner Einschub, das war jetzt nicht die letzte Schweinerei, mit der wir konfrontiert wurden. Da kommt noch mehr. Das ist aber nur ein Gefühl und eine Spekulation. Da kommt noch eine zweite und eine dritte Sache jetzt auf uns zu. Vielleicht wird dann kurz behauptet, dass dieser Virus doch irgendwie ganz komisch mutiert oder ähnliches, und dann aber nach ein paar Tagen ist es doch irgendwie nicht so. Oder es kommt noch eine dritte Katastrophe hinzu, oder es gibt tatsächlich Unruhezustände, die dann dazu führen, dass dieses Ausnahmeermächtigungsregime fortgesetzt wird, oder diese Unruhen werden einfach behauptet. Aber das ist jetzt spekulativ. Gehen wir mal davon aus, dieser Virus wurde einfach nur als Vehikel benutzt, um den Kapitalismus-Crash, der eigentlich schon vor 13 Jahren stattgefunden hatte, jetzt zu überdecken.
dann würde ich sagen, informiert euch über dieses Virus. Das schnell als Thema abhaken, einstweilen natürlich die Hygieneregeln respektieren, also zumindest in der Öffentlichkeit. Und sich schnell Gedanken darüber machen, wie wir eine Verfassung der Ökonomie herstellen können und vor allen Dingen, wie wir Wahlen durchführen können und wie wir freie Diskussionen vor diesen Wahlen durchführen können. Und dass Wahlen während des Notstandsregimes möglich sind, haben die Kommunalwahlen in Bayern am 15. März gezeigt. Es geht. Ja. Morgen ist ja die erste Demo angekündigt. Was erwartet uns da? Irgendwelche Besonderheiten? Auf dieser Demonstration wird das Grundgesetz verteilt. Es wird einzelne Redebeiträge geben von jeweils einer Minute Dauer. Und danach wird das vor allem eine Möglichkeit sein, also einmal zu zeigen, dass Menschen da sind, die sich jetzt nicht zu Hause einsperren lassen wollen und die mindestens ein erhebliches Unbehagen an dem derzeitigen Zustand da sind, das auch öffentlich zu zeigen. Und danach wird es dann zu Gesprächen kommen und wird jetzt wöchentlich eine solche Demonstration stattfinden, immer Samstag um 15:30 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, bis auf Weiteres. Und für die Organisation dafür werden wir jetzt auch dann die Leute treffen und kennenlernen. Wir kommen ganz friedlich in Sportkleidung, mit Schals um. Wenn wir sowas haben, kaufen kann man es ja nicht mehr, bringen wir den Mundschutz auch selber mit. Ansonsten gehen wir davon aus, dass der Staat uns dabei helfen wird bei der Mundschutzverpflichtung. Wir halten den 2-Meter-Abstand ein. Wir sneaken da so ran, als würden wir ins Babylon-Kino gehen oder in die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, wie wir es gewohnt sind. In dem Fall jetzt eben samstags 15:30 Uhr. Und falls was dazwischen kommt und es auch diese Form noch verboten werden wird, dann kommen wir eine Woche später auf jeden Fall um 15:30 Uhr wieder am Samstag dorthin. Und wenn das alles nicht geht, dann treffen wir uns da einfach jeden Tag und zwar zu jeder Stunde. Solange, dann müssen Sie sich dann irgendwie darauf einstellen, dass dieser Ort, dass Sie den nicht permanent abriegeln können. Wir werden ja morgen sehen, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir gehen da auf jeden Fall mal ganz freundlich hin und die Versammlungsbehörde weiß Bescheid und ist auch sehr freundlich und offen dem gegenüber, was wir machen. Wir interpretieren das auf jeden Fall als Genehmigung. Wir müssen eben nur darauf achten, dass wir bestimmte Hygieneregeln auch wirklich einhalten und das werden wir tun. Und dann dürfte es ja eigentlich kein Problem geben. Der Slogan ist nicht ohne uns, oder wie heißt die Demo? Genau. Nichtohneuns.de, da kann man auch nochmal alles nachlesen und wir sind jetzt die in dieser Woche gegründete Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand. Ja, so, dann sind wir. Danke.